Willkommen zum zweiten Tag von unserer Ontario-Edition Europa in 3 Tagen. Heute fahren wir nach Brüssel, Dublin und Zürich. Ja, schauen wir, ob die irgendetwas Europäisches haben oder nicht. Brüssel in Ontario behauptet, der schönste Ort in der Provinz zu sein. Zumindest finden das die knapp 1000 Einwohner. Aber ich muss sagen, hübsch ist es hier wirklich, ohne Zweifel. Den Namen erhielt der Ort im Jahre 1872 und nicht wie erwartet, weil die ersten Siedler aus Belgien kamen. Nee, weil es der Name einer Zughaltestelle am Ende der Siedlung war. Brüssel in Belgien kennt ihr ja, ne? Da gibt es Art Deco, flämische Kunst, gotische Kathedralen und leckere Pralinen, ne? Ja, in Brüssel, Ontario, da gibt es das natürlich nicht. Aber dafür haben die hier Feen. Richtige, echte Feen, die leben alle hier. Und die jammer jetzt besuchen. Ja, und wer weiß, vielleicht kriegen sie ja ein Fee zu sehen. Das wäre ja jetzt ein richtiger Fee. Wann genau die Feen hierher getroffen sind oder ob sie schon immer da waren, das weiß keiner. Wo mögen die nur sein? He vielleicht? Oder he? Nee. Ja, vielleicht he. Nee, das ist ein Vogelhüschen. Mann, oh. Das ist ja nicht so einfach, he, die Feen zu finden. Die haben sich nämlich gut versteckt. Wenn die sich irgendwie zu beobachtet finden, dann trecken die und dann ist das Feenhaus, was gestern noch da war, heute nicht mehr da. Naja, aber ich finde euch. Vielleicht hier an der Bücherei. Tatsächlich. Ja, und dann habe ich plötzlich ganz viele Feenhäuser gefunden. Mensch! Ne Fee! Mensch, die hat sich fast zu Tode erschrocken vor mir. Aber ich mich auch. Eine richtige Fee. Ja, da muss ich mich unbedingt erholen. Und wo ging das besser als mitten in einem duftenden Lavendelfeld? Eine Sache ist noch sehenswert hier in Brüssel, und zwar die Farm Lavender Works. Ja, wie der Name schon sagt, ist das eine Lavendelfarm. Und ich wünschte, man könnte die Geruchsübertragung machen im Video, weil das Gerüche so lecker ist. Eine Sorte blüht noch, hier hinter mir. Aber alles andere ist schon so ziemlich zick, ist vorbei. Aber es riecht immer noch lecker. Und das ist so schön friedlich hier. Hier könnte ich entrecken. Ich liebe ja Lavendel. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Lavendel vertreibt böse Geister. Da glaube ich dran, weil ich ja noch nie eine gesehen. Und wie geht es mit unserer Ontario-Europa-Tour nach Dublin? Direkt beim Ortseingang begrüßt euch ein einladender Park mit einer Reihe von Kunstobjekten. Hier kann man sich entspannen, grillen oder ein gemütliches Picknick genießen.
Dublin ist ein charmantes kleines Dörfchen und bekam seinen Namen im Jahr 1878. Warum? Ja, ganz einfach. Joseph Kidd, einer der ersten Siedler, stammte aus Dublin in Irland und fand es passend, seinem neuen Zuhause den Namen seiner alten Heimat zu geben. Der Dublin Mercantile ist wirklich ein Ort voller Überraschungen. Man tritt in und denkt, aha, ein Tante-Emma-Laden. Doch dann entdeckt man plötzlich einen Durchgang auf der rechten Seite, der führt in einen Raum, der wiederum einen Durchgang zu einem anderen Raum hat und dann immer so wieder. Und dann ist da plötzlich ein kleines Treppchen und schon findet man sich wieder in einem weiteren Raum, der auch einen Durchgang hat und weitere neue Räume offenbart. Also ich habe tatsächlich ein ganzes Zick gebraucht, um all die kleinen Nischen und Räume zu erkunden. Der kleine Laden war wie ein Labyrinth. Ein Stück weniger, ja, aber noch eine Überraschungslade. Zunächst sah es so aus, als tät jemand aus der Garage sein Zeug verkaufe. Doch auch die Garage hatte ein kleines Treppchen, das in einen weiteren Raum führte. Ja, ihr wisst schon, ne? Aber es hat wirklich Spaß gemacht, in den Geschäften zu stöbern und all die versteckten Winkel zu entdecken. Ja, nachdem ich das alles erforscht hatte, machte ich mich auf den Weg zum letzten Ort des Tages. Zürich. So, jetzt bin ich in Zürich, habe gerade lecker Mittag gegessen, spätes Mittagessen. Und bin jetzt gerade hier die eine Hauptstraße runtergefahren. Das ist hier nicht groß, das ist nur ein Dorf. Aber mir ist hier jetzt aufgefallen, das habe ich noch nie irgendwo in Ontario gesehen. Das ganze Dorf hier sieht aus wie geleckt. Hier ist kein Papierchen auf der Straße, keine Zigarettenstummel, nirgends. Das ist hier wie geleckt. Alle Häuser tippitoppi gepflegt, der Rasen gemäht, die Blumenbeete sind schön. Also da muss ich sagen, da war ich beeindruckt. Muss wohl doch irgendwie was abgefärbt haben von der Schweiz, weil da sieht es ja auch so aus. Zürich wurde 1856 gegründet und ist ein Dorf mit knapp 1000 Einwohnern. Es gibt hier 4 Kirchen verschiedener Konfessionen, ein großes Gemeindezentrum, ein Kegelbahn, ein Gemischtwarenhandel, ein Eisenwarengeschäft und ein Spirituosenladen. So, auf den ersten Blick ist das alles nichts Besonderes. Aber wenn man nur 10 Minuten weiterfährt, dann entdeckt man das hier. Lake Huron, der Huronensee. Ja, und der bietet wirklich die besten Sonnenuntergänge. Und was meint er? Haben die Städte, die wir heute besuchen, ein europäisches Flair? Brüssel, ja, wenn man bedenkt, dass Feen in Europa weit verbreitet sind und auch der Lavendel eigentlich aus dem Mittelmeerraum stammt, tät ich sage, ja, Brüssel hat definitiv ein europäisches Flair.
Dublin hatte zwar schöne Geschäfte, aber nix, was man irgendwie mit Europa verbindet tät. Also nein. Zürich, tja, auch wenn es da sauber und gepflegt ist, wie man es von der Schweiz erwartet, konnte ich im Dorf überhaupt nichts finden, das einen an Europa erinnert. Also nein für Zürich. Ja, das war es für heute und ich freue mich auf morgen. Tschüss.